Moin aus Dänemark. Ich habe ein neues Zelt und eine neue Isomatte. Beides auf ultraleicht getrimmt. Und das will ich euch heute zeigen. Und dabei mache ich keine Kompromisse. Es ist kein Sommerzelt, es ist keine Sommerisomatte. Es soll darauf ausgelegt sein, dass man sich diese zwei Sachen kauft und dann hat man das ganze Jahr seine Freude. Habe ich endlich das perfekte Ultraleicht-Setup gefunden? Ein echtes 3 oder sogar 4 Jahreszeitenzelt, das kaum über 1 Kilo wiegt und trotzdem Wind, Regen und Schnee standhält für 2 Personen? Und dazu eine Isomatte, die selbst bei Minustemperaturen zuverlässig warm hält, mit einem R-Wert, der fast schon überdimensional wirkt. Ich möchte mir heute ein neues Zelt angucken und dafür habe ich mir diesen wunderschönen Spot hier ausgesucht. Wir sind mitten im Herzen von Kopenhagen. Kann man sich das vorstellen? Ein See, da vorne ist die Ostsee und hier wird heute das Zelt getestet. Über die letzten paar Wochen und Monate habt ihr vielleicht auf meinem Kanal gesehen, dass ich englische Videos gemacht habe und deutsche und im Wechsel. Und das soll sich jetzt ändern. Ich habe mir überlegt, dass meine Videos fortan in Deutsch sind. Und bitte seht es mir nach, wenn ich ab und zu englische Wörter einbaue. Ich wohne seit 5 Jahren in Dänemark. Ich rede hier jeden Tag Englisch. Das passiert automatisch. Und heute, es kann sein, dass ich das perfekte Zelt gefunden habe. Was heißt das? Es ist ein Zelt, was ultraleicht ist. Das ist mir wichtig. Es ist ein Zelt, das unter 200 € kostet. Es ist ein Zelt für 2 Personen. Es ist ein Zelt, was freistehend ist. Und damit der Zeltvorraum freistehend ist, muss es abgespannt werden. Aber man braucht keinen Campingstock. Bevor wir starten, heute habe ich ein Setup vor, welches nicht nur aus einem neuen Ultraleichtzelt besteht, sondern auch aus einer neuen Isomatte, die leichter ist, immer noch meine 2,7 Meter Körpergröße abdecken kann. Natürlich hängen die Füße ein bisschen rüber, das passiert halt. Jetzt wollen wir das Zelt Schritt für Schritt aufbauen und dann zeige ich euch genau, warum das jetzt mein neues favorisiertes Zelt ist. Ganz zum Schluss am Ende des Videos liste ich alle Fakten, liste ich alle Details zum Preis, wo ich es gekauft habe etc. auf. Also eine Axt habe ich immer dabei. Beim letzten Mal war der Untergrund so steinig. Naja, da wollte ich diesmal mit den Heringen vorbereitet sein. Und dann haben wir, wie gesagt, eine Isomatte dabei, eine neue. Und jetzt, da es geregnet hat, ist es dann natürlich hervorragend. Hier ist von Nature Hike die Matte dabei. Was heißt das konkret? Das heißt, man hat eine Matte unterm Zelt und die schützt eben das Zelt, dass irgendwas durchsticht. Und ganz wichtig bei diesen Matten ist ja, dass diese genau auf die Größe des Zeltes abgestimmt sind. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kann es dazu kommen, dass eben Wasser sich unterm Zelt bildet oder direkt unter das Zelt runtergeleitet wird. Und das wollen wir nicht. Und diese Unterlegplane, das gefällt mir sehr gut, die lässt sich hier, wo ist es, direkt mit dem Gestänge verbinden. Können wir mal schauen. Das lässt sich direkt mit dem Gestänge verbinden und damit ist es sozusagen eine Erweiterung des Zeltes und nicht ein Fremdkörper wie die meisten Unterlegplanen. Dann wollen wir einmal gucken, was im Sack, im Lieferumfang dabei ist. Also, natürlich haben wir hier drin eine kleine Aufbauanleitung etc. Wie funktioniert es? Die Idee ist relativ einfach zu sagen, Bodenlegplane haben wir draußen, wird aufgebaut, dann, das ist Schritt Nummer 1, dann kommt das Gestänge rein, dann wird das Innenzelt eingehängt und zu guter Letzt kommt die Überspannplane oben drüber.
Zu den Fakten kommen wir später noch, aber nur um eine grobe Einschätzung zu geben. Wir haben ein Innenzelt, was 2,10 Meter lang ist. Das heißt für mich mit 2,7 Meter hervorragend. Eine Breite von 1,25 Meter, also für 2 Personen akzeptabel. Und das Vorzelt ist nochmal weitere 60 Zentimeter lang und 1,30 Meter breit. Also es wird so ein bisschen wie so ein Dreieck aufgebaut. Also was ist dabei? Natürlich haben wir einen Spanngurt. Das ist eigentlich Klassiker. Also alles über 100 € hat immer einen Spanngurt dabei. Dann haben wir hier das Innenzelt. Das ist das Innenzelt. Das ist das Außenzelt. Glaube ich. Bei den Heringen kommen wir auf 11 Heringe. Also das Gestänge ist ein langes Gestänge. Das wollen wir einmal zusammenbauen. Und ich muss gestehen, obwohl es jetzt schon ziemlich windig ist, ist das echt klasse, dass man die Unterlegplane einfach schon mal fixieren kann und dann alles einfach peu à peu aufbauen kann. So, und jetzt haben wir gesagt, vorne ist es etwas breiter. Deswegen kommt der breitere Teil nach vorne. Das macht Sinn. Na, klappt das? Ja, das hat lustigerweise geklappt. So, einmal. Na, mein Freund. So. Sehr gut. So, wir haben hier das Innenzelt. Im Grunde genommen kommt die Tür nach vorne. Das ist hier, sehr gut. Und jetzt kommen eigentlich nur die Stangen hier durchgesteckt. So, einmal. So. Zweimal. Und jetzt kommt der letzte ran. So, sehr gut. Jetzt Schritt 2. Die Stangen werden befestigt. So, bevor wir weiter aufbauen, einmal kurz zeigen, was ich meinte. Also erstmal haben wir hier wirklich 50% Windschutz, 50% Mesh. Das bedeutet wirklich, dass wir da auch bei starkem Wind sehr gut geschützt sind. Bei den meisten Ultraleichtzelten geht der Windschutz nur bis hier und die kosten auch 200 €. Und das ist hier deutlich angenehmer. Wie funktioniert das System? Ganz einfach, die Unterlegplane wird eingehängt, das Innenzelt wird eingehängt, die Überplane einfach hier reingesteckt und dann hat sich das erledigt. So, jetzt haben wir die Überlegplane, die kommt jetzt oben drüber. Es müsste relativ einfach gehen, auch bei dem Wind jetzt hier. Wo ist der Eingang? Der Eingang ist hier vorne und jetzt können wir die hier einfach reinklicken. So, einmal. So, wie funktioniert das ganze Setup? Im Grunde genommen haben wir die Unterlegplane hier, welche, wie vorhin schon angesagt, ganz genau abgestimmt ist, sodass sich kein Wasser unter dem Zelt bilden kann. Hervorragend. Hier hinten sieht man es auch mal. Das Graue ist die Unterlegplane, das Rote ist das Innenzelt, das Graue ist das Überzelt. Also wirklich alles direkt übereinander gestimmt, abgestimmt, finde ich super. Wie funktioniert es hier unten? Im Grunde genommen haben wir 2 Clipper. Der untere Clipper ist vom Unterzelt. Falls ich mal das Innenzelt nicht verwenden möchte, kann ich es direkt da reinklippen. Und jetzt, da ich es verwende, klippe ich es auch rein, damit
das Innenzelt ist sozusagen dazwischen geklippt und dann zieht sich das richtig zusammen. Wenn ich jetzt allerdings mal die Unterlegplane nicht mitnehmen möchte, dann wird ja das Gewicht auf nur 1,5 Kilo reduziert, dann kann ich es auch hier reinklippen. Aber jetzt haben wir die Unterlegplane, also klippen wir es hier rein. So, jetzt werden alle Seiten festgezogen. Das ist sehr schwierig mit einer Hand, stellt sich heraus. Also machen wir das Ganze einmal mit 2 Händen, also jede Seite wird festgezogen. Hier vorne jetzt kommt die Absinthe, also das Vorzelt. Das wird abgespannt und dadurch wird das Zelt eben nur semi-freistehend. Was wir jetzt bisher haben, ist ein Zelt, nur 4 Heringe. Zu beachten ist, 1,5 Kilo wiegt das Zelt mit 11 Heringen. Das heißt, hier können wir es nochmal reduzieren, wenn das benötigt wird. Aber ich mag so ein Vorzelt sehr gerne. Für Schuhe etc. vielleicht sogar drin kochen. Bedeutet, das wollen wir jetzt einmal abspannen. An den Seiten gibt es ein kleines Klicksystem, wo man dieses Außenzelt mit dem Innenzelt nochmal verbinden kann und festziehen kann. Und somit noch besser die beiden Zelte miteinander zu verbinden. Das wollen wir jetzt einmal machen und das Ganze abspannen. So, wir wollen das Ganze verbinden. So. Dann wird das Ganze abgespannt. So, beim Zelt sind 2 Abspannleinen drin. Die sind normalerweise so aufgereiht, dass man nur an einer Seite ziehen muss und dann breiten sie sich aus. Das heißt, um es ganz einfach zu machen, machen wir hier eine Schlaufe rein. So, dann kommt die Schlaufe hier einmal durch. So, dann kommt das Gegenstück hier durch und wird das festgezogen. Das ermöglicht es uns, dass wir die Abspannleine jederzeit wieder abnehmen können, wenn wir das Zelt abgebaut haben. Dadurch sind wir deutlich flexibler. Hier haben wir auch einen Abspannmechanismus, wie bei den meisten Zelten. Das Zelt hat diverse Abspannpunkte, aber nur 11 Heringe dabei. Das heißt, wie haben wir das Ganze jetzt abgespannt? Wir haben 3 auf einer Seite, weitere 3 auf einer Seite, macht 7, 8, 9, 10, 11. Und damit, wir haben echt doll Wind, damit steht das Zelt hervorragend im Wind. Wenn du bis hierhin dir das Video angeschaut hast, kurze Pause, alle Videos sind jetzt auf Deutsch, aber natürlich Englisch und dänische Untertitel wird es weiterhin geben und abonniere bitte meinen Kanal. Und jetzt geht's weiter. Also vom Größentest kann man auf jeden Fall sagen, 2 Personen passen theoretisch rein. Vielleicht nicht 2 Personen, die 2,7 Meter groß sind, aber ich werde das Zelt auch hauptsächlich alleine nutzen. Die Füße ragen ein kleines bisschen raus, das heißt, das muss anders ausgelegt werden. So ist das schon ganz gut. So, von innen betrachtet haben wir vorne ein relativ großzügiges Vorzelt. Das reicht für einen Rucksack und für Schuhe etc. Man sehen wir hier die eine Isomatte, das heißt, hier ist definitiv genug Platz für eine zweite. Für 2 Personen ist es also ziemlich gut. Was mir sehr gut an dem Zelt gefällt, ist, dass die Ablagefläche hier oben ist und nicht, wie du bei den meisten Zelten, in den Ecken sitzt und somit von der Isomatte verdeckt wird. Das gefällt mir gut. Was gefällt mir noch gut? Selbstverständlich haben wir oben einen Haken, um eine Lampe anzubringen. Was gefällt mir außerdem sehr gut ist, dass das Mesh 50-50 ist. Das heißt, hier unten ist man wirklich geschützt vor dem Wind. Hinten haben wir eine Aussparung. Da können wir die extra Belüftungsklappe öffnen. Hier haben wir einen Klettverschluss, den lösen wir. Und jetzt haben wir hier eine Metallstange drin.
Das heißt, wir können richtig robust das abstellen und öffnen. Und dadurch haben wir einen echten Abstand. Hier drin ist Mesh. Im Innenzelt ist wiederum Mesh. Das heißt, da haben wir eine gute Belüftung. Ganz wichtig ist beim Abbau, dadurch, dass es Metall ist, schön wieder abmachen, hochklappen und die Lüftungsklappe schließen. Damit bleibt die Metallstange im Hintergrund oder Aluminiumstange im Hintergrund bestehen und ist somit, kann nicht verbiegen etc. Ansonsten, ihr wisst ja, alles was ich teste, ich bin halt 2,7 Meter groß. Das heißt, alles was jetzt vielleicht ein bisschen klein aussieht, ist eigentlich deutlich größer, da die meisten Menschen halt nicht so groß sind. Aber auch das hier muss ich gestehen, ich würde dem Ganzen 4 von 5 Sternen geben für meine Größe. Das Zelt könnte ein Ticken länger sein. Es ist halt 2,10 Meter lang, das Innenzelt. Naja, und ich bin 2,7 Meter groß. Das heißt, ich habe nur einen kleinen Abstand dort. Aber ich würde mal sagen, für die meisten Menschen, die vielleicht 1,90 Meter groß sind, ist das Zelt mehr als genug. Und dann machen wir einmal den Geräuschtest. Das war jetzt der Geräuschtest. Draußen ist es echt windig. Ich finde, es geht. Es könnte ein kleines bisschen leiser sein, so wie alles. Es kann immer leiser sein. Aber im Großen und Ganzen, wir haben 3 Elemente hier. Die Bodenplane, das Innenzelt und das Außenzelt. Und beides hängt so gut miteinander zusammengesteckt, was ich gestehen muss, das gefällt mir ziemlich gut. Was mir auch gut gefällt ist, also hier haben wir das Innenzelt. Dann haben wir hier das Gestänge und dann haben wir das Außenzelt. Das ist für jeden klar soweit. Was jetzt das Besondere daran ist, dass wir eben durch die Punkte an den Seiten hier, diese Punkte und die Punkte hier an den Seiten, verbinden wir das Innenzelt mit dem Außenzelt. Somit wird das Gestänge wie eine Art Gerüst oder wie ein paar Gräten wie beim Fisch innen drin eingewebt. Und damit kommt echt eine gute Stabilität zustande. Thermarest Neo Air Extreme NXT heißt sie und hergestellt wird sie in Irland. Die Fakten kommen natürlich am Ende des Videos. Minuspunkt meines Erachtens ist, wie laut sie ist. Ich bin mal leise und streiche nur mit der Hand drüber. Also es hört sich an, wie als wenn ich auf dem Müllsack schlafen würde. Das werde ich ausprobieren, was passiert, wenn ich meinen Zenbivi drüber lege. Zenbivi ist ja so ein Schlafsack-Bettsystem, nennen wir es mal, wo eben ein Bettlaken drin ist. Vielleicht kann ich damit den Sound reduzieren oder das Geräusch. Das ist nämlich schon relativ laut. Ansonsten ist es klassisch. Oben am Kopf- und Oberkörperteil ist ein bisschen breiter. Meine Herausforderung, die ich hatte mit anderen Zelten, wenn es ums Fliegengitter geht, den Ausgang finde ich gut gelöst. Wir haben zwar nur einen Befestigungspunkt für das Fliegengitter und einen für das Außenzelt, aber da beide sich nicht schräg zur Seite hochrollen, sondern direkt zur Seite, sehe ich keine Problematik, dass man sich versehentlich in das Fliegengitter reinsetzt und damit eben das Innenzelt runterkommt. Das war das Zeltreview. Noch ein paar Sachen in eigener Sache. Die Leute, die meinen Kanal verfolgen, wissen es, ich habe erst diesen Januar angefangen. Erst ein paar Videos auf Deutsch, dann ein paar Videos auf Englisch, jetzt wieder auf Deutsch. Ich finde mehr und mehr meine Passion und dafür, wofür ich brenne und wofür ich dir einen Mehrwert bieten kann. Also in Zukunft wirst du alle Videos auf Deutsch erleben. Außerdem wird es bald ein Update geben zu meiner Outdoor-App, die wiederum in Deutsch verfügbar ist. Dort habe ich Feedback bekommen. Leuten hat es nicht gefallen, dass sie auf Englisch ist. Fair enough. Und da habe ich schon wieder was Englisches gesagt. Aber so bin ich halt. Bisschen Englisch ist immer mit drin, aber die App wird es wieder komplett auf Deutsch geben. Jeder, der die App noch nicht kennt, ist eine kostenlose Outdoor-App, die ich erstellt habe. Wie überlebe ich in der Wildbahn? Wie überlebe ich in der Natur, wenn ich halt gerade kein Zelt dabei habe? Oder wie koche ich Wasser ab? Oder welche Beeren kann ich essen? Oder welche Knoten gibt es etc.? Link in der Videobeschreibung. Gibt keine Werbung.
kostet nichts, ist nur eine Kleinigkeit von mir zur Community zurück, um eben das Ganze ein bisschen interaktiver zu gestalten zwischen dir und mir. Ja, und ansonsten, das ist mein Ziel. Ich möchte das perfekte Setup für mich persönlich finden. Zum Beispiel jetzt hier das Nature Hike und die Tamarest Isomatte und so langsam meine Trips immer weiter und weiter optimieren. Und bei einigen Trips nehme ich dich mit, bei nicht allen Trips. Einige Trips mache ich auch ohne Kamera, einfach mal abschalten, ganz entspannt. Aber im Großen und Ganzen hilft es mir sehr, wenn du mir in die Kommentare reinschreibst und sagst, hey, die Trips gefallen mir besonders gut oder test doch mal das Zelt oder so. Jetzt zum Beispiel plane ich gerade eine Radtour von Kopenhagen nach Hamburg. Für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ich bin ein Hamburger, der in Kopenhagen wohnt seit fast 5 Jahren. Und dafür habe ich mir dieses Zelt gekauft, da ich am Lenker des Fahrrads mir eine Tasche gekauft habe von Restrap. Ist halt so eine Marke, die Taschen fürs Fahrrad herstellt. Und da passt dieses Zelt genau rein. Und das war der Grundgedanke für dieses Zelt. Und jetzt habe ich festgestellt, es gefällt mir noch besser als zum Beispiel das Nightcat und kostet das Gleiche. Und deswegen könnte das hier das nächste richtig gute Zelt sein, mit dem ich um die Häuser ziehe oder in der Wildbahn unterwegs bin. Schön, dass du wieder dabei warst. Abonniere meinen Kanal, falls du es noch nicht gemacht hast. Und dann freue ich mich aufs nächste Video.